Hallo und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Sherlock Holmes Crimes and Punishment. Wir sind hier immer noch in Lehman's Wood. Ich glaube Lehman's Wood hieß es. Oder Woodsman's Lee. Irgendwas mit Wood und Lee. Hier ist Peter Carey umgebracht worden, der schwarze Peter. Und das ist da drin in der Hütte. Mr. Holmes? Mr. Holmes, Mr. Lestrade. Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. Das habt ihr gut gemacht. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. Oh. Hat sich jemand dran zu schaffen gemacht? Da ist ein Kratzer. These scratches are fresh. You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Our mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Möglich. Dann gehen wir mal rein. Wow. What a terrible way to die. Aber sowas von. Was haben wir denn hier? This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book. A box or a small chest, perhaps. Das wäre dann irgendwo weg gewesen. Damit haben wir jetzt hier Beweise, Umrisse im Staub. Müssen wir erfragen. Die Umrisse im Staub in einem von Careys Regalen legt den Schluss nahe, dass dort erst kürzlich etwas weggenommen wurde. Es war größer als ein Buch, ein Kästchen oder eine kleine Kiste vielleicht. Die haben wir mal visualisiert. Was haben wir hier noch? The tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. Okay, das Regal haben wir abgesucht. Was ist das? Eine Karte. Dundee. Hammerfest. It's a whaling map. Eine Walfangkarte. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Moment. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Da ist doch sicher. So, da haben wir Harpunenhalterung. Harpoons for hunting whales. Und eine fehlt. Der Truheninhalt. Old navigation instruments, nothing interesting. Ja. Peter Carey's boots. They look to be a size 8.
Na, sieh mal einer an. Eine Schuhgröße 8. Someone drank from this glass recently. Benutzt das Glas 2 Stück. Tabakbeutel. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. Okay, wir müssen das jetzt so drehen, dass wir ein Bild rauskriegen. Nee, wird so nix. War der... Was jetzt? Jetzt haben wir's. Oder Uni. Yes, Summers. this is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. Und 2 Gläser. Ein Glas, noch ein Glas. Rum, a sailor's drink. It seems that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. Nein! Das gibt ein gutes Thumbnail. Darf ich nochmal bitte? Ich würde gern erst das Schild machen. The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. Hier noch was? Nee. Die Leiche nehme ich mir ganz zum Schluss vor. Stiefel hier draußen. These boots don't match the footprints. Ja. Damit wissen wir wieder was. Er war es definitiv nicht, der da lang gelaufen ist. Das war jemand anders, zumal es gibt hier 2 Gläser. Was haben wir da unten? Blut. Also wir gucken erstmal ihn an. Peter Carey. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. Das heißt, da hat einer... Okay, bei der Leiche haben wir irgendwas noch nie gemacht. Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon.
Mensch, du. Von dem Zeug aufgespießt worden, womit er sein Geld verdient hat. This wooden handle is plain and solid. This blood is from the pool underneath the dead body. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. So, dann haben wir da noch ein Büchlein. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. Ist sonst noch irgendwas Auffälliges? Haben wir hier noch irgendwas Auffälliges? Nee, dann öffnen wir es mal. These abbreviations mean something, but what? Interessant. Was haben wir denn da? Achso, wir können was. Der ist jetzt auch grün. Wir können etwas deduzieren. Kein Gärtner und Einbruchsversuche? Nee. Okay, das funktioniert nie. Also kein Gärtner nie. Notizbuch. Aufgespießt an der Wand auch nie. Notizbuch. Einbruchsversuche. Da haben wir was. Auf die Lauer legen. Heute gilt es, sich auf die Lauer zu legen, um zu sehen, ob der Einbrecher einen weiteren Versuch wagt. Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Lestrade, mein Lieber. Haben wir noch was, was wir verbinden können? Nee. Die sind dann alle schon rot. Okay, erfragen. Tabakbeutel aus Robbenleder, der auf dem Tisch in Peter Carys Hütte lag. Die Initialien PC wurden darauf grob eingebrannt. Das Werk eines Seemanns. Was haben wir hier noch? Umrisse der Kiste haben wir. Notizbuch von JHN. Abkürzung ASM, TJ, BRS, OMTI, TK, RANU, JINT, CPR. CPR könnte Carrie, Peter, irgendwas sein, aber ja, damit kann man noch nie wirklich was anfangen. Logbücher von 78 bis 84, aber da fehlt doch was. Da ist eine Lücke dazwischen. Robbenjagd und schwarzen Peter. Dann haben wir das Messer gefunden, die Klinge. Die Stiefel, Peter Carys Stiefel, die nicht passen zu den Fußabdrücken. Das eine weitere Version war hier. Und das war im feuchten Gartenboden. Seine Frau hatte die Pilgerfahrt. Es gibt einen gepflegten Garten und das Profil des Opfers haben wir ja schon. Das heißt, wir sollen den Markt immer noch untersuchen. Wir sollen ein Versteck suchen, um den Einbrecher zu überraschen und vielleicht zu kriegen. Wir wissen jetzt, Peter
Peter Carey und Judith Carey. Mit der würde ich auch gern erstmal noch mal reden. Judith, meine Liebe. Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be, but he hadn't smoked in a very long time. Okay. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Das ist die Thank Kiste, you, die madam. fehlt. Das ist die Kiste, die fehlt. Da reden wir noch mal kurz mit Lestrade. Well, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky And why is that? because of last night's attempted break-in. Oof, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. Dann gilt es für mich jetzt, ein Versteck in der Nähe des Fensters zu finden. Wahrscheinlich hinter der Hütte. In der Hütte habe ich alles. Ich gehe lieber noch mal rein. Ich wünschte, ich könnte rennen. Alles, was grün ist, haben wir vollständig uns angeguckt. Logbücher, Gegenstand von Interesse, Fragezeichen. Hier ist noch nichts grün. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Ich kann hier aber auch nicht weder imaginieren noch deduzieren. Da ist ein Fenster. Ansonsten die Leiche haben wir untersucht, das haben wir untersucht. Dann machen wir uns mal auf zur Rückseite der Hütte. Versteck. Achso, muss ich die Tür zumachen? Ging das? Weil wäre ja blöd, wenn die Tür offen steht. Ne. Geht nicht. Naja. Da würde ich sagen, legen wir uns auf die Lauer. This looks like the perfect hiding place. Gucken wir mal. Wer da kommt, wahrscheinlich einer seiner alten Kollegen. Und das dürfte ja dann der erste Verdächtige werden. Shh! Did you hear that? There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right there. Süß, wie er hier steht. Mr. Holmes?
Mr. O. All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocent? Then what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here, waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't... Do you deny that you came here yesterday? No, but yes, it's just that I couldn't... I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't! I'm not... It's a terrible mistake! Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But... In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector. But please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Das müsste doch... Jetzt haben wir Scotland Yard. Da noch. Ey. Manu. Ich wollte noch irgendwas verknüpfen, wenn es schon geht. Aber das müsste doch theoretisch von unserem... Bei JHN... Wir sollen immer noch den Mord untersuchen. Wir sollen John Hopley Nelligan verhören. Und wir sollen seine persönlichen Gegenstände in der Asservatenkammer untersuchen. Und ganz ehrlich, einen persönlichen Gegenstand von ihm haben wir schon. JHN, John Hopley Nelligan. Vielleicht kann er uns ja dann auch was verraten über die anderen Abkürzungen. Ja. Und wir können ihn wahrscheinlich auch über das Messer befragen, ob es seins ist. Aber das machen wir nicht mehr heute. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich sage Likes, Abos, Kommentare immer gern gesehen. Wenn ihr nichts verpasst, drückt die Glocke, bis sie bimmelt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao mit V. Der Wittes.